Das Saisonfinale mit Preußen Münster, es steht so langsam an. Wir kommen langsam in die heiße Phase. Spieltag 27 in der Liga bei Frankfurt, die sind Dritter. Wir sind auf Platz 7, haben immer noch Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen, Conference League, Euroleague. Dazu spielen wir im nächsten Part, schon mal vorausgeblickt, im Halbfinale zu Hause gegen Gladbach. Wir können also auch da den Einzug ins Finale schaffen, hätten dann also ein großes Endspiel auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was in der Euroleague geht. Da sind wir ja auch noch vertreten. Aber jetzt erstmal hier gegen Frankfurt, in Frankfurt. Die spielen, ja, hier in-game eine richtig gute Saison, sind auch Dritter. Obwohl ich manchmal so gewisse Spieleraufstellungen nicht verstehen kann. Aber gut, soll mich nicht jucken. Wir haben genug hier mit Preußen Münster zu tun. 7 Spiele sind es dann noch in der Liga. Wie gesagt, im Pokal hoffentlich noch 2. Und in der Euroleague hoffentlich auch noch ein paar bis zum Endspiel im idealsten Fall. Aber so groß will ich jetzt noch nicht vorausblicken. Ich möchte jetzt erstmal heute dieses Spiel hier erfolgreich gestalten. Das heißt, zumindest nicht verlieren. Mal gucken, inwiefern das möglich ist. Oh, wenn natürlich wieder diese Vorstöße hier möglich sind. Shaibi, Wagner ist dazwischen. Oh, kommt aber nicht ran. Der wurschtelt sich da irgendwie durch. Ja, aufgepasst. Shaibi bringt das Ding. Und Achtung, der Abschluss. Durch Rocker. Die Eintracht bleibt dran. Über der Hut. Oh, da kommen wir nicht ran. Warum nicht? Warum sind wir da gerade nicht rangekommen? Poso. Oh, der hat den Ball auch schon längst gehabt. Also das ist hier, auch wenn der Schuss jetzt nicht gefährlich war, schon wieder ganz typisch. Der Gegner kommt immer durch. Die baggen sich durch. Wir kriegen den Ball nicht geklärt, obwohl wir den Ball schon gehabt haben. Egal, weiter geht's. Szene vorbei. Nächste Szene folgt. Hoffentlich jetzt mal was Erfolgreiches für uns. Lisztisch gegen seinen Ex-Club. Noch Ex-Club, bald wieder zukünftigen Club. Boah, das sind aber sehr viel Weiß-Rote. Hier sind ganz schön wenige von uns. Muss ja nicht unbedingt immer schlecht sein. Jongwa. Boah, geht alleine. Jetzt macht er aber den Durchbruch. Und wir haben auch unsere erste Chance durch Jongwa. Aber da waren mir gerade ein bisschen zu viel Weiße. Ich habe mich schon gewundert, wo sind denn meine Spieler? Ich weiß gar nicht, wie die Eintracht spielt. Dreierkette wahrscheinlich, ja. Ihr klassisches 3-4-2-1. Gehe ich mal von aus, aber da kommt Usun. Der kann das genauso gut. Achtung, Can Usun. Pfosten. Na, schönen Dank auch, ey. Wenn das so weitergeht in dem Rhythmus, dann haben wir Spaß und noch einiges zu tun. In der Verteidigung. Aber genauso die Eintracht, wenn wir es dann auch mal regelmäßiger schaffen sollten hier nach vorne. Alidou habe ich gesehen, spielt auch. Das ist zum Beispiel auch ein Spieler, gut, der hat bei der Eintracht leider nicht Fuß fassen können. Ist ja damals aus Hamburg gekommen mit viel Vorschusslorbeeren und so weiter und so fort. Hat er am Ende doch nicht geklappt. Aber war das oben frei? Wir haben es auch mal schnell gespielt. Und Sanchez im Tor. Also wir kriegen auch Chancen, wenn wir das Ganze hier schnell machen. Wenn wir uns nicht so lange hintenrum aufhalten, dann ist gegen eine Dreierkette auch halt immer der Vorteil, dass wir dann Platz haben. Haben wir gegen Leverkusen gesehen, guck, die Balleroberung und dann aber halt auf der Außen Platz. Smolcic auch zum Beispiel, das ist eine Innenverteidigung, die würde die Eintracht niemals wieder aufstellen. Aber wir haben Jongwa und Alvaro, schade, die sich da nicht entscheidend durchsetzen können. Und dann sehe ich, spielt weder Ekitike noch irgendwie sonst ein großgewachsener Schwimmer, ist Can Usun vorne. Wer ist denn hier die 27? Ah, nee, Duro, genau. Hugo Duro, glaube ich. Da haben wir ja den Stürmer. Da hätten wir wieder Platz gehabt. Da wäre Jongwa wieder frei, aber die Eintracht kriegt auch das Ding irgendwie verteidigt. Und die hält sich auch nicht lang hintenrum auf. Also es ist ein sehr, sehr schnelllebiges Spiel. Ist auch gleich schon eine Halbzeit. Wir haben schon eine halbe Stunde gespielt. Achtung, der Weitschuss. Aber null Probleme für Sina Moy. Und dann, wenn die Chance, oh, das war auch knapp, wenn die Chance dann mal da ist, dann müssen wir eigentlich mehr draus machen, als jetzt hier zum Beispiel über Wanner. Der hatte zwar auch wieder 2 Gegenspieler, aber das müssen wir anders lösen. Ich sag das immer so gerne und so gut und dann 2 Sekunden später ist eh wieder alles über den Haufen geworfen. So, Duro gegen Chavez. Ja, nicht so leicht hinten reindringen lassen. Jetzt hier die Eintracht, die setzt sich fest vorne mit 4-5 Mann gefühlt. Remberg, so. Und jetzt der Ballgewinn und jetzt müssen wir schnell umschalten. Jetzt haben wir vorne, ja gut, 2 gegen 4 wird ein bisschen schlecht, aber vielleicht jetzt. Wanner, wenn Alvaro mal durchläuft im richtigen Moment. Das ist auch kein guter Ball. Laufweg ist okay, aber der Ball, der muss da einfach besser gespielt werden.
So, ein Usun gegen Remberg und gegen Poso. Der vernascht da beide. Und die kommt tatsächlich durch. Es ist Wahnsinn. Achtung, die nächste Chance. Und Sinamoy rettet. Wagner. Oh, großer Fehler. Der kann sehr, sehr teuer werden. Achtung, Hugo Duro und wieder Sinamoy. Also wir laufen nah an der Kante zum Rückstand. Was heißt das für uns? Der Angriff nach vorne, die Flucht nach vorne über Jongwa. Vorne Wanner, ja, der läuft sich gut frei. Die ist nicht gut, die Flanke. Aber trotzdem der Abschluss super. Also Jongwa kann einfach keine Flanken schlagen. Das ist mir jetzt auch mittlerweile klar geworden. Der kann einfach keine Flanken schlagen. Die war jetzt mal durch Zufall halbwegs gut. Lag auch Schnee drauf. Aber nicht gut gemacht. Aber egal, Chance hat man trotzdem. Nächste Chance folgt zugleich. Jongwa. Vielleicht kriegt er es ja so hin. Der Ball ist zu lange, zu weit. Rembeck ist da und Friedrich mit dem Abschluss. Ja. Wenn der Innenverteidiger schon gefährlichere Abschlüsse macht als unsere Stürmer, dann wisst ihr auch, wie dieses Spiel läuft hier. Aber wir sind doch schon in der Nachspielzeit. Vielleicht haben wir nochmal eine Chance. Vielleicht mit dem Halbzeitpfiff. Gutes Ding, Poso. Ah, die Außenstangen und so geht's. Erstmal mit einem 0-0 in die Pause. Es ist ein gutes Spiel, ja. Es gibt auch 0-0-Spiele, die sind nicht langweilig, die sind nicht einschlafen, sondern die sind wirklich sehr unterhaltsam. Und ich finde, nicht nur, weil wir ein Schussverhältnis von 6:5 haben. Gucken natürlich auf die XG-Werte. 1,3 zu 1,1. Also wir hätten auf jeden Fall 2 Tore sehen können, laut Statistik. Haben wir bislang noch nicht gesehen. Hinten ist okay die 0, vorne. Das versuche ich jetzt zu ändern. Ja, um uns schon mal auch ein bisschen auf Gladbach einzugrooven. Da weiß ich halt auch nie, was wir für ein Spiel kriegen. In Gladbach haben wir nicht gut gespielt. Zu Hause gegen Gladbach haben wir, glaube ich, gewonnen. Bin ich der Meinung. 2-0, 2-1, da war doch irgendwas. Aber wie gesagt, Pokal ist nochmal auch natürlich ein ganz anderer Wettbewerb, ganz andere Voraussetzungen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das läuft. Listesch, Wanner, außen. Da muss halt jetzt mal irgendeiner mitlaufen. Aber die Eintracht, die stellt das leider gut zu. Verschiebt gut. Lücken sind halt bestimmt irgendwo da. Da ist zum Beispiel eine Lücke, aber Alvaro. Da fehlen dann wieder nur Kleinigkeiten. Der Ball muss ein bisschen schärfer gespielt werden. Das sieht alles nicht verkehrt aus. Aber leider alles nicht gefährlich. Wenn man mal ehrlich ist. Das ist leider alles nicht so gefährlich. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Jetzt vielleicht Wanner. Das ist kein Abseits. Und Alvaro kommt. Der hat auch noch keinen Abschluss. Aber wir kommen gar nicht in die Situation, weil immer jemand... Da unten ist doch jetzt frei. Listesch. Und Jongwa im Rebound. Hat er noch. Ball ist noch heiß. Wagner. Ja, geil. Mit links von der rechten Seite. Dann machen wir es halt so. Listesch. Jetzt haben wir die Chancen. Wir müssen das einfach konsequenter zu Ende spielen. Das spielen wir immer noch nicht gut aus. Ist okay, aber auch nicht ideal. Und ideal wäre jetzt, wenn wir auch mal wieder noch eine Ecke treffen. Würde uns gut zu Gesicht stehen. Die kommt richtig gut, aber es kommt keiner ran. An Freund und Feind vorbei. Und selbst Alvaro mit seinen 1,90 gefühlt. Schade, es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel, aber auch bei der Eintracht. Die können ja aus dem Nichts über 2, 3 Stationen einen Durchbruch und dann zack, Kasse den Salat, so wie hier jetzt Duro gegen Friedrich. Ja, gut geblockt. Gut gemacht. So Atagana, Jongwa. Kriegt er den da oben hin? Kriegt er hin. Ist er schneller als Koch? Nee. Gutes Stellungsspiel, leider. Und weiter geht's wieder. Über links, Rocker, Usun. Und Poso passt auf. So können wir dann mal irgendwie was nachlegen. Mal irgendwie ein frischer Mann. Ja, Atagana geht gerade noch. Wir haben ja auch, wie gesagt, Qualität auf der Bank. Wir hätten Nacho Ferri, das wäre so eine Geschichte für sich wieder. Aber warum nicht? Tun wir mal vorne rein. Dann haben wir Grudowski, den man auch mal reinwerfen kann. Wanner fand ich heute ein bisschen schwächer, muss ich sagen. Aber er darf das auch mal haben. Mein Gott. Der ist wie jung? Darf ich mal kurz sagen? 21. Also, was habt ihr so mit 21 gemacht? Ich weiß es nicht. Und Rechtsverteidiger bringen wir nochmal frischen Wind rein. Für Kaba, der hat eigentlich auch mal gut gespielt, wenn er denn gespielt hat. Ist auch schnell, kann auch nochmal ein bisschen Speed nach vorne geben. Genauso wie Grudowski. Also die beiden Neuen auf der linken Seite. So, und Grudowski ist schon mal hier. Vorne Smolcic natürlich. Der macht das übers Stellungsspiel. Aber vorne ist Nacho Ferri erstmal auf der falschen Position. Oh, hinten. Kriegt er den dahin geflankt. Gutes Ding, Jongwa. Ballhalten ist angesagt und jetzt Wagner in der Mitte. Da ist Listesch. Listesch! Und da ist es passiert.
67. Minute, die Führung. Durch den ehemaligen Frankfurter. Der noch ausgeliehen ist, der bald wieder zurück nach Frankfurt geht. Jetzt erstmal der Stich hier ins Herzgefühl. Aber gut gespielt, schnell gespielt. Den Platz hatten wir und Listisch, der ist sowieso in der Saison richtig gut drauf. Seine Breakout-Saison, wenn du so möchtest, ja, heißt ja heutzutage Durchbruch oder Breakout-Saison. Hat letzte Saison ein bisschen gebraucht, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber jetzt mittlerweile, auch wenn es erst sein 7. Tor ist, er hat aber auch schon ein paar Vorlagen gemacht. Auch in der Euroleague schon ein paar Tore gemacht, also ist ein ganz, ganz wichtiger Mann für uns in der Saison. Ja, und jetzt führen wir erstmal. Nicht unverdient. Ja, vielleicht Zeitpunkt geht auch völlig in Ordnung, aber jetzt Achtung, Frankfurt, die können zurückschlagen und sie schlagen direkt zurück. Durch Hugo Doro. Ehrlich, das ist wie dieses typische Ketchup-Flaschensystem. Erst kommt nix und dann kommt alles auf einmal. Innerhalb von wenigen Sekunden hier. Der nächste Angriff, wobei der jetzt auch nicht unbedingt unhaltbar ist. Also diese Bälle, wo der Keeper dann immer zu spät reagiert. Ich bin der Meinung, wenn er schon ein bisschen weiter wäre, hätte er den gehabt. Der ist jetzt wirklich auch nicht hart geschossen. Muss man dazu sagen, ne? Also. Führung hat leider nur 3 Minuten gehalten. Aber der Ausgleich, der kann ja auch nur 3 Minuten halten. Wer weiß, mal gucken, wie schnell es hier geht. Grudowski, der hat auch einen guten Abschluss. Und Sanchez muss da ran. Und wir haben die nächste Chance. Durch den Eckball. Ja, Jongwa will ich jetzt eigentlich nicht flanken lassen, weil der bekommt das nicht hin. Vielleicht ausgerechnet jetzt. Vielleicht muss man einfach mal ein bisschen meckern. Chavez. Ja, der geht vorbei. Schade. Die kriegen das erst wieder ein bisschen später mit. Da ist wieder eine gewisse Zeitverschiebung auf der Bank. Was könnte ich denn nochmal probieren, ey? 4-3-2-1. Dreierkette möchte ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren, obwohl... Nee, ich werde jetzt erstmal mit dem 4-2-3-1 hier weiterspielen. Grudowski. Ah, schade. Listisch. Laufweg war wieder gut, aber der muss halt ankommen. Wenn die Bälle nicht ankommen, dann kann die Position noch so aussichtsreich sein, dann bringt dir das alles nichts. So, Eintracht versucht das jetzt ein bisschen ruhiger hier aufzubauen. Hauge ist mittlerweile drin, ist halt auch nicht mehr bei der Eintracht. Sogar die Nummer 9. Das heißt auch schon einiges. Oh, Smolcic, wenn er den da verliert, verliert er. Und Grudowski. Und Ferry vorne. Schade, kriegt er nicht. Auch wieder zu kompliziert vorne gemacht. Zu kompliziert. Wieder teilweise die falschen Entscheidungen getroffen. Innerhalb von so kurzer Zeit. Das sieht halt dann so aus, wie es aussieht. Es plätschert jetzt so ein bisschen dahin, das 1:1. Ich könnte mich damit arrangieren, aber möchte ich nicht. Ich möchte nämlich auch die Chance haben, hier zu gewinnen. Und die haben wir. Jongwa, wenn der endlich mal vernünftige Flanken bringt. Also der wird in der Sommervorbereitung, wird der 10 Stunden am Tag nur Flanken schlagen. Von der einen auf die andere Seite. Das ist echt schlecht. Und die Eintracht ist nochmal da über Duro. Achtung. Nicht wieder Last Minute wie im Hinspiel. Also wie in der Hinrunde. Nicht wieder Last Minute. Achtung, Flanke kommt gar nicht schlecht, aber... Was jetzt? Freistoß? Warum das denn? Es gibt tatsächlich Freistoß, warum auch immer. Schnell ausgeführt, Koop Meiners. Reger kommt nicht ran, Gott sei Dank. So, nochmal die Chance. 2 Minuten vor Schluss, Listisch. Wie schnell geht's? Vorne ist Jongwa. Oh, der schon wieder. Mit Nacho Ferry gegen Smolcic. Gegen 3 Mann allein, oder wie? Und er kommt doch immer hinterher. Nee, da kommt er nicht hinterher. Ferry, jetzt ist er außen. Oh, allein gegen alle. Kommt wieder keiner ran, aber Listisch ist da. Komm, Doppelpack, Listisch. Abgeblockt und Eckball. Könnte die letzte Chance sein in dem Spiel. Also nochmal, komm. Nochmal ein bisschen Fokus, nochmal ein bisschen Konzentration. Wenn jetzt mal eine gescheite Flanke ist, wird sich doch irgendeiner zur Not... Wird Sinamoy gleich die Flanke schlagen. Müsste ich ja eigentlich mal machen, aber dann habe ich hinten das ganze Tor leer. So viel Risiko gehe ich da nun auch nicht. So, Listisch macht das jetzt. Komm, ist ein guter Eckballschütze, hat gute Werte und Ferry ist da. Ja, nee, das wäre auch des Guten zu viel gewesen. Wenn der ebenfalls gegen seinen ehemaligen Club getroffen hätte. So, bleibt es mal 1:1. Am Anfang habe ich gesagt, ich könnte damit leben. Im Nachhinein bin ich auch zufrieden. Das Gegentor war halt ein bisschen ärgerlich, dass das so schnell wieder gefallen ist. Aber gut, wir bleiben oben dran, haben trotzdem ein paar Punkte Rückstand. Aber ich glaube, die Eintracht wird sich mehr darüber ärgern als wir. So, die anderen Ergebnisse mal kurz. Viele 1:1, viele 1:2 Auswärtssiege.
Die Bayern und Dortmund waren, glaube ich, nicht mit dabei. Aber unsere Konkurrenz. Und jetzt, nächstes Highlight-Spiel in der Rückrunde, Halbfinale gegen Gladbach. Da ist natürlich auch wieder die Frage, wie lasse ich spielen? Muss ich die ganze Mannschaft auswechseln, umstellen? Gucken wir einfach mal bestimmt ein paar, ne? Ja, so Remberg, Atagana, Friedrich, Chavez, die möchte ich eigentlich nicht auseinanderreißen. Also das Mittelfeld würde ich schon gerne so zusammenhalten. Innenverteidigung muss ich mal gucken. Jongwa, ob der mal eine Pause kriegt und dafür Grudowski startet. Da muss ich mir mal Gedanken machen. Vorne könnte Ferry zum Beispiel mal wieder starten. Dahinter eventuell Hekimoglu. Oh, wir wollen Jugendspieler weg. Emanuel Arnaud und Sascha Horvath. Das sind wahrscheinlich die mit die Besten sind. Samake, gut, der hat jetzt eine 59. Der Beste ist hier Serge Armani. Ja, das wären jetzt die nachfolgenden oder die nachkommenden Talente. Er zum Beispiel, ne? Emanuel Arnaud, Serge Atta, Sascha Horvath, das sind alles so Leute, die würde ich dann hochziehen, die würde ich dann wieder heranführen ans Team oder auch verleihen, das wären dann so die nächsten. Okay, also gehen wir kurz zur Bundesliga-Tabelle, wie es ausschaut. Ein paar Spieltage vor Schluss, wir haben ein paar Punkte auf Union, Gladbach vor uns, nicht nur in der Tabelle, sondern auch im DFB-Pokal, das heißt Platz 7 wird noch ein spannender Dreikampf, Vierkampf mit dem VfL. Die Bayern sind auch halt nur Vierter. Die werden, glaube ich, auch nicht Deutscher Meister. Das machen entweder Leipzig, Dortmund, ja, oder Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt ist aber auch schon raus, würde ich sagen. Also Dortmund oder Leipzig. Ich hoffe da natürlich, dass der BVB das Ganze macht und nicht Leipzig die Meisterschale überlässt. Und dann haben wir im nächsten Part, machen wir nochmal weiter. Einen Tag haben wir ja nochmal. Vielleicht erholen sich die Spieler dann nochmal ein bisschen mehr. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Wir gehen mal rein, wie die Gladbacher so drauf sind momentan. In den letzten 3 Spiele nicht verloren. 3 Siege, nur eine Niederlage. Vorne halt Tim Kleindienst, Player. Die spielen mit ihrem 4-2-3-1. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, mal mit einer Dreierkette zu starten. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ist immer ein bisschen spielabhängig. Ihr wisst doch, wie der Hase läuft. Also, nächstes Spiel. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Es geht um den Finaleinzug. Schaffen wir es nicht? Ihr werdet es erfahren, wenn ihr einschaltet. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.